Spaß, Elektrotechnik, Netzwerken, Energie, Musik, Mobilität, sichere KI? Welche Bilder, Themen und Impressionen sind in Ihrem Kopf, wenn Sie an Ihr Jahr 2024 mit dem VDE denken? Ich möchte Ihnen gerne meine persönlichen VDE-Highlights des vergangenen Jahres vorstellen und damit zugleich eine kleine Auswahl der Themen und Aktionen, die den VDE in diesem Jahr bewegt haben und die er bewegt hat. Welche Veranstaltungen haben Sie besucht? Was hat Sie fasziniert und was hat Sie beschäftigt? Wir freuen uns auf Ihre Ergänzungen und Kommentare zum Jahresrückblick. Für mich als Präsident des VDE startete und endete das Jahr mit dem wichtigen Thema grüner Wasserstoff. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar haben wir unser zweites VDE White Paper für die Wasserstoffwirtschaft vorgestellt. Danke sehr. Ich werde es gerne studieren. Wir haben erarbeitet, wie grüner Wasserstoff direkt in Europa und das zu wettbewerbsfähigen Preisen selbst produziert werden kann. Diese Schwerpunkte haben wir auch im Sommer auf unserem VDE Wasserstoffforum in Mannheim weitergeführt. Mit der Genehmigung des Wasserstoffkernnetzes durch die Bundesnetzagentur ist zudem ein wichtiger Schritt erfolgt, den Hochlauf von Wasserstoff voranzubringen. Das war ein gutes Signal für den Hydrogen Dialog im Dezember in Nürnberg. Vertrauen in Innovation schaffen und zugleich Sicherheiten garantieren, das wollen wir im VDE. Und das gelingt nur mit Ihrer fachlichen Expertise und Ihrem Engagement, sei es in unseren Fachgremien, in den Regionen, in der Normung und Prüfung und in allen anderen Bereichen des VDE. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle ganz persönlich herzlich danken, dass Sie daran mitwirken, unsere Zukunft lebenswert, nachhaltig und vor allem sicher zu gestalten. Manchmal müssen wir schnell für Sicherheit und Vergleichbarkeit sorgen, nämlich immer dann, wenn neue Technologien aufgrund hoher Nachfrage auf den Markt drängen, bevor es verbindliche Normen gibt. Unsere VDE-Spezifikation, die sogenannte VDE-Spec, ist ein schnelleres, nur wenige Monate dauerndes Verfahren, das trotzdem Sicherheit für alle schafft, Hersteller wie Nutzer. Im Jahr 2024 haben wir beispielsweise eine VDE-Spec zur Qualität von PV-Modulen, zum Neuromorphic Computing, zum Risikomanagement bei Medizinprodukten oder auch zu digitalen Zwillingen beim elektrochemischen Präzisionsabtragen erstellt. Das bestehende Stromnetz wird oft als Bremse für den Ausbau der erneuerbaren Energien gesehen. Unsere VDE-Studie zur Höherauslastung des Bestandsnetzes hat gezeigt, dass trotz begrenzter Infrastruktur größere Leistungen von erneuerbarer Energie auch im bestehenden Netz möglich sind. Wir hatten in diesem Jahr viele wichtige Studien und unsere neutrale VDE-Expertise ist in der Politik gefragt. Ein Beispiel: Unsere Vorsitzende in der Energietechnischen Gesellschaft, Frau Britta Buchholz, ist in diesem Jahr als eine von insgesamt 10 renommierten Fachleuten ins Gremium des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz berufen worden. Sie berät bei der Beschleunigung der Transformation des Energiesystems. Zu diesem Wandel des Energiesystems zählt auch der klimaneutrale Verkehr. Dazu ist der kontinuierliche Dialog zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zur Elektromobilität von zentraler Bedeutung. Die VDE E-Mobility Conference ist eine wichtige Plattform dafür. Deutschland ist als Automobilstandort gefährdet. Wir müssen umgehend die richtigen Weichen für bezahlbare und qualitativ gute Elektrofahrzeuge gerade im Massenmarkt setzen. Und wir müssen die Ladeinfrastruktur weiter ausbauen. Das sind Weichen für eine Zukunft, die wir für und vor allem mit den jungen Menschen gestalten wollen. Mich hat fasziniert, wie interessiert die Schülerinnen und Schüler sind und welche Ideen und Leistungen sie erbringen. Sei es bei unserem VDE BMBF-Wettbewerb Invent a Chip, oder unserem VDE-Sonderpreis im Rahmen von Jugend forscht oder bei unseren regionalen VDE-Aktionen für Jugendliche. Ich freue mich auch,
dass wir in unserem VDE Young-Netz so viele engagierte Studierende haben, die sich bundesweit vernetzen und viele tolle Veranstaltungen auf die Beine stellen. Wir haben zudem den Wettbewerb Cosima für Studierende ausgerichtet und wir haben unzählige weitere Auszeichnungen an Studierende vergeben. Um Begeisterung für Elektrotechnik zu wecken, darf auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Und was wäre besser dafür geeignet als unser neues Festival für Studierende, das Technik mit Musik erlebbar machte. Ein spannendes Experiment war auch unsere Oktoberausgabe des VDE Dialogs. Erstmals haben insgesamt 8 Schüler und Schülerinnen und Studenten aktiv mitgewirkt. Sie haben Themen vorgeschlagen, aus ihrer Perspektive berichtet und auch selbst Beiträge geschrieben. Ein besonderer Fokus lag auf jungen Frauen in den MINT-Bereichen. Das ist ein wichtiges Thema für die Zukunft und Innovationskraft Deutschlands. Junge Menschen machen Mut. Die Wirtschaftsleistung dagegen gab in Deutschland Anlass zur Sorge. Positive Signale zeigten beispielsweise unser DKE Innovation Campus und das VDE White Paper zu Smart Standards. Eine Umsatzsteigerung von bis zu 60% ist möglich, wenn Normen direkt in Prozesse eingebunden sind und von Maschinen direkt verarbeitet werden können. Auch künstliche Intelligenz wird von Unternehmen als Mittel zur Produktivitätssteigerung gesehen. Denn KI kann lästige und kostenintensive Routinearbeiten übernehmen. KI hat allerdings noch viel mehr Potenzial und viele Herausforderungen und Gefahren. Hier kommen wir als VDE wieder direkt ins Spiel, denn jede KI sollte sicher und vertrauenswürdig sein. Das gilt für die von uns validierte KI-Sprach-App für medizinisches Personal, ebenso wie für die Hardware. Dazu haben wir eine neue Fachgruppe zur vertrauenswürdigen Elektronik gegründet. Vor allem im Gesundheitswesen ist es sogar lebenswichtig, dass Produkte, aber auch die mit ihnen vernetzten Geräte und KI-Apps sicher sind. Auch international haben wir im VDE die Sicherheit und künstliche Intelligenz vorangetrieben. Unser AI Quality and Testing Hub ist Mitglied eines neu gegründeten US-amerikanischen Konsortiums zur Sicherheit von KI. Ebenfalls in den USA, genauer gesagt in Arizona, haben wir unsere Aktivitäten weiter ausgebaut und unsere Tochterfirma RETC hat ein unabhängiges Solarprüflabor übernommen. Damit haben wir die Möglichkeit geschaffen, unseren Kunden des Prüfzentrums auch Zertifizierungen nach der amerikanischen NATL-Norm anzubieten. Und auch in China und Korea bauen wir unsere VDE-Expertise als Garant für sichere Produkte weiter aus. Im Jahr 2024 haben wir wieder rund 25.000 Produkte auf Herz und Nieren geprüft, die nun unser VDE-Prüfsiegel tragen. Wir haben mehr als 100 eigene VDE-Veranstaltungen gemacht, wie beispielsweise die ECOC Jubiläumsfeier zur Quantenkommunikation in Glasfaser, den European Future Technology Summit und diverse Fachtagungen. Wir waren auf unzähligen Messen, Kongressen und Veranstaltungen bundesweit und auch international unterwegs. Und zu unserer großen VDE-Community zählen auch die mittlerweile über 105.000 Menschen, die uns über Social Media folgen und unsere Pressemitteilungen lesen und TV-Beiträge sehen. Ich habe mich sehr gefreut, persönlich mit Ihnen unsere VDE-Jubiläen in Berlin zu feiern. Die Informationstechnische Gesellschaft im VDE wurde 70 Jahre alt. Sie ist unsere älteste, aber perfekt jung gebliebene Fachgesellschaft im VDE. Kleine Anekdote am Rande: Der Festakt der ITG mit dem VDE Hauptstadtforum und den Preisverleihungen fand in genau der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften statt, wo zuvor auch Angela Merkel ihren ebenfalls 70. Geburtstag gefeiert hatte. Unsere Energietechnische Gesellschaft im VDE wiederum teilt sich ihre Geburtsstunde vor 50 Jahren mit vielen Persönlichkeiten, übrigens auch mit dem VW Golf. Das zeigt schon den Wandel der Zeiten und die Herausforderungen. Bei jedem Jubiläum wollen wir im VDE daher auch den Blick auf die Zukunft lenken und erforderliche Transformationen und Neuerungen mutig anstoßen. Was erwartet Sie im Jahr 2025 beim VDE? Das Wichtigste:
Wir bleiben Ihr anerkannter, erfahrener und neutraler Partner und treiben die relevanten Technikthemen voran. Das ist gerade angesichts der großen Herausforderungen in der sowohl politisch als auch wirtschaftlich schwierigen Lage dringender denn je. Wir als VDE setzen uns zusammen mit Ihnen und Ihrer Expertise für sinnvolle technische Innovationen und Ihre Sicherheit ein. Nutzen Sie unsere kommenden Veranstaltungen und Aktionen. Gestalten Sie mit uns eine sichere und ideale Zukunft. Ich freue mich auf Sie.